Leute, willkommen bei Dragon About. Ich bin der Dirk und heute gibt es den dritten Teil zum Kriegshammerbau. Heute fangen wir dann an, die Sandwiches drauf zu kleben, also quasi die Außenseiten, das zeige ich euch dann gleich. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt und sehen wollt, wie das Ding weitergeht, bleibt dabei, abonniert mich, Likes, Kommentare gern gesehen. Wie gesagt, bleibt dabei, wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal loslegen, ne? Und zwar machen wir jetzt erstmal die erste Seite, die Teile und den Stiel. Und dann gucken wir mal weiter. So, machen wir erstmal eine neue Dose Pattex auf. Dann wird das Ganze jetzt erstmal schön eingeschmiert. So, wie gesagt, dann wieder Spiegel, ne? Guckt immer, dass er das dann erstmal drauf legt und dann so rum, damit er auf die richtige Seite nachher Pattext. Wie gesagt, ist mir früher immer sehr oft passiert, aber seitdem ich das mit dem Spiegel mache, geht es eigentlich. Kann ich nur empfehlen. So. Beim Leder können wir ruhig großzügig drauf machen. Das zieht sich nämlich noch ein bisschen voll. So. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal nur den Kopf, also quasi die oberen zwei Teile, und dann fangen wir erst mit dem Stiel an. Auf jeden Fall jetzt die erste Seite. Und dann machen wir nachher die andere, damit das alles vernünftig aufliegt. So, jetzt haben wir das schon mal hingesetzt. Dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen liegen zum Trocknen. Die Sachen tun wir mal ein bisschen auf Seite. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze angetrocknet ist. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Und dann legen wir mal los. Machen wir erstmal hier, gucken, dass das so bündig ist. Wieder die Finger so ein bisschen an der Seite als Führung nehmen. Dann habt ihr nachher das weitgehend gut drauflegen. Dann gut andrücken. So. Bei dem Teil müsst ihr dann auch ein bisschen gucken, dass das nachher. Ich fange jetzt hier vorne an der Seite an, aber ihr müsst halt gucken, dass das alles nachher bündig ist. Können wir dann noch so ein bisschen zusammendrücken. Hier an den Kanten, wo die Matten zusammenkommen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So. Ja, das ist okay. Kann man so lassen. So, dann gehen wir hin. Dann brauchen wir erstmal wieder runter. Jetzt haben wir ja noch den Stiel. Jetzt will ich aber irgendwie nicht, dass das dann unten immer an derselben Stelle die Klebekante ist. Dann nehme ich hier oben ein kürzeres Stück, das eigentlich nach unten kommt. Bei dem ist jetzt egal, ob er das links oder rechts rum macht, weil das gleich breit ist. Also ist egal. So, dann erstmal, dass da was drauf kommt. So, das ist die Seite. Dann machen wir das Stück. Ein bisschen nachdrücken. Wie gesagt, am besten dann irgendwie Schraubzwingen oder irgendwas nehmen. Und das dann nochmal da einklemmen. Oder irgendwas mit Gewicht draufstellen. Dass das dann großflächig andrückt.
So, jetzt müssen wir aber erst noch schnell mal gucken, wie weit wir kleben müssen. Dann machen wir hier von der Länge machen wir einfach eine Linie, einen Kugelschreiber. Hätten wir auch vorher schon machen können, aber ist egal. Solange man noch frühzeitig merkt, alles gut. So. So, dann lassen wir das Ganze wieder antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt angetrocknet. Also fangen wir erstmal hier oben an. Oder gucken, dass das möglichst bündig dran kriegt. Ein bisschen drücken. Dann wieder mit den Fingern gucken, dass er das dann ausrichtet. Und dann gut andrücken. Wie gesagt, am besten noch ein Brett nehmen. Und dann mit Schraubzwingen und dann vernünftig anpressen. So, dann gucken wir mal weiter. Und zwar haben wir ja noch das längere Teil. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Ja, das reicht von der Länge. Seht ihr? Jetzt haben wir einmal hier und einmal da, damit sich das alles so ein bisschen überlappt. Wenn wir das nachher vernünftig zusammenkleben, sieht man davon nichts mehr. So, dann gehen wir mal wieder hin. Wieder Pattex. Beim Leder ruhig wieder großzügig drauf, weil das saugt sich immer noch so ein bisschen voll. Müsst allerdings dann auch ein bisschen länger warten, bis es dann halt trocken ist, je dicker drauf macht, aber das ist dann nicht so schlimm. Nehmt euch ruhig genug Zeit dafür. So, das Ganze lassen wir jetzt wieder antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Wir fangen da oben an. Das soll ja auch bündig werden. So. Dann wieder mit den Fingern, so als Führung. So hundertprozentig gerade wird das nie, aber man kann es ja versuchen, möglichst gerade hinzukriegen. So, dann wieder gut andrücken. Wie gesagt, am besten dann mit Schraubzwingen und Brett. Und dann erstmal ein bisschen angepresst lassen. Und dann halt weitermachen. Oder halt einfach so andrücken. Aber dann müsst ihr wirklich warten, bis das Ganze so richtig trocken ist. Aber um ganz sicher zu gehen, dass das auch wirklich vernünftig hält, macht ihr einfach ein Brett oben drüber. So auf der Kante irgendwie vom Tisch oder so. Brett drauf, Schraubzwingen, damit das alles vernünftig hält. Okay, mein Pullover habe ich mir auch mit Pattex voll gesaut. Naja, egal. So, ne? Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Und dann machen wir dasselbe von der anderen Seite auch. Bis später. So Leute, dann geht es mal weiter mit dem Kriegshammer. Dann gehen wir wieder hin. Selbe wie bei der vorderen Seite. Also das heißt der vorderen, bei der ersten. Das ist egal ob vorne oder hinten, sind ja beide Seiten gleich. Wieder das übliche. Beide Seiten gut mit Pattex. Die Seite mit Leder ist ein bisschen dicker drauf. Aber das saugt noch ein bisschen. Diesmal gehe ich hin und mache schon die andere Seite von dem Hammer auch. Beziehungsweise Rabenschnabel, Hammer, wie auch immer. An den Seiten ein bisschen über ist nicht schlimm, das muss sowieso später noch ein bisschen geschliffen werden. So. Oh, das hat sich aber ganz gut vollgesaugt. So. So,
dann lassen wir das Ganze erstmal wieder antrocknen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das soweit angetrocknet ist. Also bis gleich. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann fangen wir hier wieder an der Kante, damit das nachher auch alles vernünftig bündig ist. So. Das wäre dann die Spitze. Dann suchen wir uns hier wieder einen Punkt. Anfangen. Gucken, dass er das schön hier dran drückt. Und danach keine Luft groß ist. Aber wenn ein bisschen ist, ist es auch nicht schlimm. Kann man nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Also alles kein richtiges Problem. Mit der Farbe kann man das nachher so ein bisschen kaschieren oder ein bisschen Pattex noch. Also das ist kein Problem, wenn man nicht ganz so genau arbeitet. Ich bin da auch nicht immer so ganz genau. Muss auch immer mal wieder ein bisschen kaschieren. So, jetzt haben wir das quasi. Das ist schon mal das Mitte, der Kopf quasi. Hier machen wir nachher auch noch was drauf. Aber das zeige ich euch gleich. So, dann brauche ich erstmal wieder die anderen Teile. Mal gucken, das war das längere Teil. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja, wisst ihr was? Schneiden wir einfach ein paar Zentimeter ab. Und dann ist das gut. Und das eine Teil hier ist lang genug. Da kann nichts passieren. So, gehen wir hin. Legen das hier oben an. Nehmen wir uns einfach einen Kugelschreiber. Machen da unten uns wieder eine Linie. Und dann werden wir das Ganze wieder einpattexen. Seite ist wieder eigentlich egal, weil dasselbe von den Maßen. Also da braucht er dann nichts zu spiegeln. Das ist nur halt, wenn die eine Seite anders ist wie die andere. So Leute, dann lassen wir das Ganze erstmal wieder trocknen und dann machen wir dann weiter, wenn das Ganze soweit angetrocknet ist. Ne? So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Jetzt gucken wir wieder, dass wir das hier oben möglichst bündig dran kriegen. Das sieht eigentlich immer gut aus, klappt auch wirklich gut. So, dann wieder gut erstmal andrücken. Am besten dann nachher so ein bisschen ein Brett drauf, also auf der Länge. Kann auch ein bisschen breiter sein, das Brett, aber die Länge wäre schon gut. Und dann so bei der Länge wieder so 3 Schraubzwingen. Muss jetzt nicht unbedingt, aber es ist besser, dann hält es auch. So, dann haben wir jetzt die Seite. Drehen wir das Ganze mal wieder. Also noch ein bisschen länger, wird es im Keller hier nicht mehr passen. So, dann gehen wir mal hin. Schneiden ein Stück ab. So. Und dann tun wir das Ganze wieder Pattex. So, ich habe jetzt hier die Kante auch noch mal so ein bisschen mitgeklebt. Dann könnt ihr hingehen und die hier auch noch so ein bisschen. Also nur dünn drauf. Wollen wir das hier nachher auch wieder ansetzen. So, dann lassen wir das Ganze erstmal wieder trocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gehen wir hin. Fangen wir hier oben an der Seite an. Damit die Klebekanten hier oben bündig sind. Dann wieder mit den Fingern so ein bisschen an der Seite führen. Leicht draufdrücken. Und wenn es dann richtig sitzt, kann das richtig andrücken. So. Das sieht schon mal ganz gut aus.
Dann sind wir gut dabei, Leute. Und zwar, ich hatte ja jetzt, um den Kopf noch ein bisschen dicker zu machen, hatte ich ja noch 2 Teile abgesäbelt, die quasi hier noch so drauf kommen. Dann gehe ich jetzt hin, mache hier einfach nochmal eine Linie. Das machen wir dann auf beiden Seiten. Dann können wir die Teile eigentlich beide zusammen machen. Obwohl, ne, wir machen erstmal die eine Seite. So. Im Endeffekt ist das egal, weil die Teile sind gleich. Da braucht er dann nichts zu spiegeln. Beziehungsweise sollten eigentlich gleich sein. So. Hier braucht das nicht so dick drauf zu machen. Ja. Wir machen direkt beide Seiten. Müsst ihr dann gleich noch halt ein bisschen aufpassen, dass das Ganze dann nicht auf dem Zeitungspapier klebt. Irgendwas noch dazwischen tun. So, hier. So, dann lassen wir das Ganze erstmal wieder ein bisschen antrocknen und dann kommt das hier drauf. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gehen wir hin, drücken die Teile hier drauf. Erstmal nur so grob. So, jetzt kann man das Ganze vernünftig andrücken. Alles quasi, damit wir hier nachher ein bisschen mehr Schlagfläche kriegen. Hier kommt nämlich nachher noch weicher Schaumstoff drauf. Das Ganze ist jetzt hier noch was eckig. Das machen wir dann nachher dann auch schön, wenn wir das Ganze in Form bringen. Das muss ja alles noch ein bisschen geschliffen werden, dass das auch hübsch aussieht. Ja, bevor es dann lackiert wird. Aber ich denke mal, man kann jetzt schon ungefähr sehen, wie es werden soll. Ein paar Stellen müssen wir noch ein bisschen was nacharbeiten, aber das ist nicht so schlimm. Ein paar Stellen können wir auch so lassen, weil das sieht vielleicht ja nicht mal so schlecht aus. So, dann hoffe ich mal, bis hierhin ist soweit alles klar. Dann lassen wir das Ganze erstmal antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt überall komplett getrocknet. Hoffe ich auf jeden Fall. So, dann gehen wir hin. Wir werden hier überall, wenn da noch was übersteht, das wegschneiden. Dann kann man nachher beim Schleifen, hat man halt ein bisschen weniger Arbeit. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich soweit alles beigeschnitten habe. So Leute, jetzt haben wir hier soweit erstmal alles grob runtergeschnitten. Jetzt ziehen wir hier unten noch einen Knauf hin. Schneiden wir wieder so ungefähr bis hier das Leder ist. Das seht ihr ja dann, wenn ihr das hier drinnen habt. Ja. Damit dann unten nicht zu viel Luft hat zum Wegknicken. So. Wie gesagt, das Ganze muss man dann gleich noch ein bisschen schleifen. Ich habe ein bisschen schief und krumm gesäbelt, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das wird dann beigeschliffen. So. So. Klinge selber. Hier habe ich ein bisschen, das sieht aus, als wenn ich mit einer Säge gesägt habe. Da war, weil das Messer irgendwie so ja nicht scharf war. Also wie gesagt, immer gut schleifen. So. Hier, das müssen wir noch ein bisschen schleifen. Dann kommt dann gleich nämlich Schaumstoffweicher drauf. Ich zeige euch mal. Und zwar, das ist so ein ganz normaler Matratzenschaumstoff, den bekommt ihr normalerweise im Baumarkt. Ne? Ich nehme da immer 5 cm. Das hat sich eigentlich als gute Dicke erwiesen. Die kommt dann quasi hier noch drauf. Ich hoffe, das kann man sehen. Ne? Dann könnt ihr damit auch gut zuhauen, ohne dass was passiert. So, jetzt gehe ich mal hin, weil das Stück hier, das sieht noch kacke aus.
Dann machen wir wieder so eine 45 Grad Schnitt rein. So, dann sieht das hier nämlich auch schon ein bisschen feiner aus. So, dann fangen wir jetzt erstmal an. Wir werden das Ganze einmal komplett rundherum abschleifen, dass das alles so weitgehend gerade und plan ist. Und dann fangen wir an mit den ganzen Schneid- und Schleifsachen dann für den Rabenschnabel, den Hammerkopf und dann noch so ein bisschen die Aufteilung, die machen wir dann auch noch, aber das zeige ich euch dann gleich. So, dann fange ich jetzt erstmal an, so ein bisschen zu schleifen. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich das ganze Ding komplett geschliffen habe. So Leute, ich habe das jetzt einmal komplett so weit umgeschliffen, von oben bis unten. Ist noch ein bisschen wellig an ein paar Stellen, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm, weil ich muss sowieso später die Kanten noch was brechen, damit das griffiger wird. So, jetzt bin ich hingegangen, habe hier oben, habe ich ja auch geschliffen. Guckt, dass das weitgehend plan ist. Ja, dann habe ich die Maße von dem Kopf auf die Matte hier übertragen. Das waren ungefähr 8 mal 5,3 cm. Habe das dann mit einem Edding aufgezeichnet und habe das Ganze dann mit dem Cutter ausgeschnitten. Ihr müsst dann nur immer gucken, das ist immer ein bisschen blöd zu schneiden, dass das immer so weitgehend gerade ist. Das ist generell, also der Schaumstoff ist zwar toll für so Hammerköpfe oder Flächen zum Schlagen, ne? Ist schön weich, aber es ist unheimlich beschissen zu schneiden. Nur so viel, so als Info. Und zwar kommt das Ganze dann hier drauf. Dann nehmen wir jetzt Pattex, werden das Ganze dann da dran pappen und dann lassen wir das Ganze dann erstmal gut durchtrocknen, bis wir das dann trocken haben. So, dann nehmen wir mal hier die eine Seite. Da ruhig ordentlich drauf, weil das saugt sich noch was voll. Also da nicht geizig sein. Kann da ruhig eine ordentliche Portion drauf. Dafür braucht er hier auf die Schlagfläche von dem Hammer selber nicht so viel drauf. Auch reichlich, aber halt nicht so viel wie da. So, dass das gut deckt. Und dann lasst ihr das erstmal wieder was antrocknen. Und dann wird das Ganze da drauf gedrückt. Da nehme ich zum Beispiel wieder keinen Heißkleber für. Weil ich habe festgestellt, der hält da nicht so besonders gut drauf. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Kann man schwer erklären. Also nimmt für die 2 Teile Pattex. Es ist besser. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gehen wir hin und setzen das Ganze drauf. Gut andrücken. So. Steht ein bisschen über. Muss ich dann noch ein bisschen beiarbeiten, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das ist noch minimal. So. Damit hat man jetzt schon mal einen schönen weichen Schlagkopf. Ja. Das lassen wir jetzt erstmal antrocknen vernünftig. So Leute, das Teil ist jetzt soweit trocken. Hier stand noch so ein bisschen was über, so an den Ecken. Dann bin ich ein bisschen mit der Schere hingegangen. Habe das so ein bisschen beigeschnitten. Könnt ihr natürlich auch mit dem Cutter machen, aber da müsst ihr halt gucken, da muss die Klinge wirklich scharf sein. So, jetzt gehe ich hin, mache hier noch so eine 45 Grad Kante rein. Ja, das ist dann noch nachher, damit dann quasi an den Ecken nichts einreißt von der Farbe. Also ich habe festgestellt, mit einer Schere geht es deutlich besser wie mit dem Cutter. Also auf jeden Fall so eine Kante reinzuschneiden, kriegt er damit wesentlich besser hin. Ist auch noch nicht so ganz perfekt, aber auf jeden Fall schon deutlich besser, als wenn er einen Cutter benutzt. So. Wie gesagt, das ist jetzt nur, damit dann nachher die Farbe quasi an der Kante da nicht abreißt. Weil ich werde bei der Waffe Latex benutzen.
Und Latex mag scharfe Kanten nicht. Wir werden generell, muss ich noch rundherum die ganzen Kanten erstmal brechen. So, dann bin ich hingegangen und habe jetzt hier von der Klinge mit dem Maßband die Mitte gemessen an 2 Stellen. Habe die ganze mit der Spitze verbunden, weil das Ganze soll ja auch ein bisschen spitz werden. Habe dann hier ein bisschen was genommen. Das ist quasi so die Breite hier von meinem Schleifklotz, habe ich dann hier drauf gelegt. Ihr könnt das natürlich auch auf der kompletten Länge machen, das ist dann eure Sache, wie ihr das gestalten wollt. Ihr könnt das ja auch ganz anders machen. So, dann gehe ich jetzt erstmal hin und mache dann überall so eine 45 Grad Schräge rein. Muss nicht so übermäßig groß sein, so ein paar Millimeter. Das ist dann halt nachher für die Pinseln besser. So. Müsst ihr gucken, wo am besten immer von welcher Seite ihr das macht. Und wenn es nicht so gleichmäßig ist, ist es auch nicht schlimm. Müsst ihr halt ein bisschen mehr schleifen, dann geht das schon. So. Ich werde das Ganze jetzt auch relativ einfach halten, also jetzt nichts Kompliziertes machen, damit man das wirklich ohne Probleme nachbauen kann. So, ich mache jetzt erstmal auf der kompletten Länge und dann nachher dann quasi das Stück wird dann noch ein bisschen schärfer gemacht. So, die Klinge ist auch schon wieder irgendwie stumpf. So Leute, jetzt haben wir das Ganze erstmal soweit alles runtergeholt. Ja. Einmal komplett so eine 45 Grad Phase rein. Jetzt ziehen wir hin. Das soll ja ein bisschen mehr bekommen. Ich will das aber auch nicht zu spitz machen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen mehr wegschneiden. Deshalb habe ich jetzt hier auch die Linie gemacht. Wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht, könnt ihr auch auf der kompletten Länge so lassen. Das liegt dann an euch, wie ihr dann gern gestalten wollt. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. So, und dann gehe ich jetzt hin, werde das Ganze jetzt erstmal schleifen. Ne? Einmal die Klinge, dann hier, da, den ganzen Stiel. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Beziehungsweise wir machen vorher noch was anderes, Leute. Und zwar, sehe ich gerade, ich hatte ja vorher noch die Heißklebepistole mal angeworfen. Und zwar hatte ich ja noch was vor. Das machen wir jetzt, bevor wir das Ganze schleifen. So, lassen wir den Müll hier ein bisschen auf Seite. Und zwar habe ich noch was Fliegengitter ausgeschnitten und das wird quasi, werde ich das hier draufkleben. Das hat den Hintergrund, dass das hier an der Klebekante nicht abreißt. Ich schneide das noch so ein bisschen zu, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn er das nachher nicht so genau macht. Also vom Schneiden her, da sieht man nachher nichts mehr von. Ich gehe jetzt wieder mit der Heißklebepistole hin, fixiere das Ganze. Müsst ihr auch nicht so dick drauf machen. Also schon, dass es hält, aber so mega dick auch nicht. Und dann ist halt die Frage, macht das mit Flexipaint oder mit Latex nachher. Wenn das nachher mit Latex pinselt, so wie ich es vorhabe, braucht ihr da quasi nichts mehr drauf zu machen. Macht ihr Flexipaint, solltet ihr da vorher noch mal eine dünne Schicht Pattex drauf machen. Sonst hält das Ganze da drauf leider nicht so wirklich gut. Beziehungsweise erst nach sehr vielen Schichten. Nur so als Tipp. So. Kleiner. Wie gesagt, das ist jetzt nur, damit das ein bisschen besser hält dann später. Dürfte eigentlich nichts abreißen, aber sicher ist sicher. Ich habe mir das angewöhnt und das hat sich bis jetzt eigentlich gut bewährt. Könnt ihr dann natürlich auch einmal komplett rund führen, aber
Normalerweise reicht das, was ich hier mache. Das nachher mit Latex oder so, das verbindet sich echt gut. Das stabilisiert, oh, das war mein Finger. Das stabilisiert sich dann wirklich gut. Und das Latex setzt sich halt auch, wenn das nicht zu dick alles drauf macht, mit in die Poren rein, also in die Gitter. Also von daher ist das schon gut so. So. Das machen wir noch ein bisschen dünner. So. Wie ihr seht, mache ich das meiste. Ja, ich hoffe, da kann man überhaupt, na, wahrscheinlich seht ihr davon nichts. Ich mache das relativ weit auf die Matte und dann halt so 2 cm, 3 auf den weichen Schaumstoff. Hier, ne? Könnte vielleicht ein bisschen mehr wie 2 cm sein. Eins, was ihr gucken müsst, dass das gut anliegt, also dass der Kleber das vernünftig dran geklebt hat. Weil sonst sieht das nachher, wenn er Latex zum Beispiel drauf macht, sieht das ein bisschen kacke aus, wenn das so ein bisschen hoch steht. Also da müsst ihr schon ein bisschen gucken, dass das vernünftig macht. So. So, dann machen wir für unten auch noch. So. Schauen. Ein bisschen dünner geht auch noch. So, schauen. So, damit hat man das jetzt rundherum auch schon mal gesichert. Das kann jetzt auch so schnell nichts mehr passieren. Na, das ist auch schon mal gut. Jetzt können wir quasi auch noch hingehen und könnten jetzt hier auch noch was reinkleben, dass das hier an den Stellen nicht abreißt. Aber normalerweise kann da so nichts passieren, weil das Leder bis an den Rand ist. Also da kann eigentlich nichts passieren. Außer ihr benehmt euch wirklich für die Achsenwalde. Also so richtig. So, dann werde ich das Ganze jetzt erstmal hier schleifen. Ja, und dann sehen wir uns dann wieder, das Ganze geschliffen hat. So Leute, ich habe das Ganze jetzt soweit beigeschliffen alles. Ja, kann man halt noch ein bisschen was machen, je nachdem wie es möglich. Ich habe jetzt hier doch ein bisschen länger geschliffen, weil das sah mit der Kante hier doch ein bisschen kacke aus. So, dann gehe ich jetzt mit dem Heißluftföhn nochmal drüber und glätte das Ganze erstmal. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. So Leute, jetzt haben wir das Ganze soweit erstmal alles runtergeholt. Dann gehen wir jetzt hin. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, wir hatten ja noch ein Stück sag schnell, ein Stück von der Matte halt übrig, wo wir ausgeschnitten haben. Theoretisch hätte ich auch erstmal hingehen können und hätte dann so 2,5 oder 3 cm Matte, 2 Stück und hätte die dann nur in der Mitte dran geklebt. Aber diese Teile, wie gesagt, behaltet die immer von dem Kernstab. Da kann man immer tolle Sachen mitmachen. Und zwar gehen wir jetzt hin, weil ich das relativ dick halten will, kriegen wir wahrscheinlich nur eine Schräge raus, aber das ist sie ja. Wir wollen das Ganze ja alles aus einer Matte herstellen. Also müssen wir das auch noch alles so ein bisschen unterteilen. Normalerweise mache ich das ja mit Dreiermatte. Aber wie gesagt, wir wollen ja alles aus einer Matte machen. Also muss ich gucken, dass ich das irgendwie hier hinkriege. Da hatte ich mir halt schon ein bisschen was einfallen lassen. Ob das nachher auch aussieht, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, jetzt wird seinen Zweck erfüllen. Gucken wir dann mal. Ich mache das mal auf der ganzen Länge, weil ich werde dann noch ein paar Stücke mehr brauchen. Also das heißt ein paar, auf jeden Fall von der Länge halt mehr. Obwohl eigentlich nicht so wirklich. Das könnte vielleicht schon reichen. Wahrscheinlich schon zu viel. Na, ist egal. Schneiden wir das Ganze mal ab. So. Das brauchen wir nicht mehr. Das Stück, das Rest wir behalten wir.
So, dann können wir quasi mit so Sachen hingehen und hier noch so Sachen halt machen. Aber hier oben, das sieht schon irgendwie naja, nicht so toll aus. Wie sieht es hier aus? Hier wird es schon eher hinhauen. Ja, hier oben machen wir es. Ja, ist ein bisschen dünn, dann machen wir ein bisschen dicker. Dann gehen wir mal hier so an eine Kante. Einmal rum. Schere. Lass mal ein bisschen länger. Das ist jetzt nicht schlimm. Lass mal ein bisschen antrocknen bzw. abkühlen. So. Noch schon ein Stück weiter. Vor allen Dingen könnt ihr dann hier so, wo er nicht so sauber gearbeitet hat, auch dann so Stellen ein bisschen mit kaschieren. Wie gesagt, kann man dann auch mit Dreiermatte machen. Aber so sieht das schon ein bisschen hübscher aus, denke ich mal. So. Ja, das waren die Dreierkernstäbe, die sind abgestürzt. Dann gehen wir wieder hin, nehmen die Schere, legen die hier an dem unteren, wo er schon angeklebt hat, an und einmal Schnips. Und schon habt ihr das genau auf der Länge, wie ihr das hier haben wollt. Wie ihr seht, Scheren sind auch immer ziemlich nützlich, also jetzt nicht für alle Sachen, aber für das eine oder andere sind sie schon ganz praktisch. Ja. Ich glaube, da noch ein bisschen wenig Kleber. So, jetzt haben wir das hier schon mal ein bisschen hübscher. Das ist jetzt noch nicht so der Megateil, aber es ist okay. So, dann wollen wir hier unten auch noch irgendwie so ein bisschen was machen. Knauf machen wir nicht dran, weil da bräuchte ich dann quasi Dreiermatte. Also werden wir den Knauf unten so ein bisschen simulieren, indem wir hier noch so ein bisschen was drum machen. So. Kann man dann später noch hingehen. Setzt hier noch unten noch ein Stück Leder drunter. Dann kann man da doch gut hinstellen. Muss man jetzt nicht. Gibt es auch andere Möglichkeiten, die man fertig kaufen kann. So. Mhm. Ich mache das jetzt mal so aus dem Bauch raus. Kann natürlich sein, dass das nachher alles schief und krumm ist. Ich hätte das auch ein bisschen mehr in die Mitte machen sollen. Das ist dann einfacher, dann, um den Übergang wieder hinzukriegen. Aber naja, gut. So. Geht auch so. So, wie gesagt, jetzt kann man hier noch hingehen. Klebt noch so eine Lederplatte drunter. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwo ein Stück Leder rumziehen, was dickeres. Also hier so was. Gucken wir mal. Schneiden wir erstmal ein bisschen ab. Und dann kleben wir das quasi hier so drunter. Das Ganze machen wir jetzt auch mit Heißkleber. Habe jetzt gerade keine Lust, Fattex zu nehmen, aber vorher raue ich das Ganze ein bisschen an. Dann hält das auch besser. Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen drüber. Dann machen wir dann ordentlich einen Klatsch drauf. Können auch dickeres Leder nehmen. Ich habe jetzt relativ dünnes genommen. Ne? Also so 4-5 mm sind natürlich besser, wie jetzt so ein dünnes Stück. Dann klappt das schon. Hätte jetzt vielleicht auch vorher das Leder erstmal dran machen sollen und dann das Teil. Wegen der Abschneiderei. Aber da müssen wir jetzt uns gucken. Ich glaube, das könnte nämlich jetzt ein bisschen blöd werden. Naja, gut. Das steckt man erstmal aus, damit wir hier ein bisschen Platz machen können. So. Vielleicht geht das auch mit der Schere.
Ja, mit der Schere geht es natürlich nicht so gut. Das Problem ist jetzt gerade, ich habe hier keine große Deckenhöhe. Ne? Also deshalb muss ich jetzt ein bisschen gucken. Das war ein bisschen blöd, was ich jetzt hier gemacht habe. Das war wirklich blöd. Naja gut, mit der Schere geht es halbwegs. Muss ich mal ein bisschen durchknabbern. Besser geworden, wie ich gedacht habe. Ne? Wie gesagt, am besten vorher erstmal die Form schneiden und dann aufkleben. Und dann halt, wie gesagt, auch ein bisschen was Dickeres. Ne? Das habe ich jetzt einfach mal nur so zu Demonstrationszwecken gemacht. So, damit wären wir dann erstmal, würde ich sagen, mit dem Grundbau fertig. Leder kann man nachher variieren. Ich will jetzt, war jetzt schon am Überlegen mit diesem hier, diesem Dreieck quasi schon so ein bisschen eine Aufteilung zu machen, aber ich denke mal, ich werde den Holzstiel dann erstmal so machen, komplett, und werde dann mal gucken, wenn ich daneben stehe, wie das am besten ist. Hier kann man noch ein bisschen was wegschnibbeln, da ist noch ein bisschen vom Leder, das ist nachher beim Latex ein bisschen blöd. Naja gut. So Leute, der Rohling ist jetzt eigentlich so ziemlich fertig. Ne? Ich denke mal, das ist so okay. Ja, habe jetzt alles nochmal geguckt. Sind noch ein paar Stellen vielleicht, wo ich noch ein bisschen nacharbeiten werde, aber so im Großen und Ganzen sieht das schon mal ganz gut aus. Ah, ich sehe schon, ich habe noch was vergessen. Hier hätte ich auch noch so eine 45 Grad reinmachen sollen. Wie gesagt, das ist, wenn er mit Latex arbeitet. Die scharfen Kanten macht das Latex nicht so gerne, dann reißt das da gern schon mal ein. Und mit einer Schere geht es besser wie mit einem Cuttermesser. Also auf jeden Fall hier bei dem Weichen. So, ne? Ja, dann hoffe ich mal, der dritte Teil hat euch gefallen. Im vierten Teil werde ich dann das Ganze dann latexen, mal nicht Flexi-Paint. Ne? Weil momentan, ihr habt das ja mit dem Problem mitgekriegt, aber das ist ja eine andere Sache. So, dann hoffe ich mal, das Teil hat euch gefallen. Damit ihr das nächste Teil nicht verpasst, könnt ihr mich ja gerne abonnieren. Glocke vergessen, Glocke natürlich auch nicht vergessen. Likes, Kommentare immer gern gesehen. Und wenn ihr auch mal was gebaut haben wollt, beziehungsweise eine Anleitung für irgendwas zum Bauen haben möchtet, einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn ich dann zeitlich schaffe, wird es dann früher oder später dann ein Video dazu geben. Oder halt mehrere in dem Fall, ne, wenn es was Größeres sein sollte. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im vierten Teil. Wir sehen uns.